Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play and Talk Disco Elysium. Am Tag der Aufnahme ist es Dienstag, 31. Mai, 17:49 Uhr. Und jo, wir sind zurück in Revachol, wo wir jetzt zuletzt mit Schrecken feststellen mussten, dass wir zu wenig Fähigkeitspunkte haben, um die fortgeschrittene Rassentheorie zu lernen. Ich habe von einem, da steht es auch, ich habe von einem Bekannten erfahren, dass man das auch vergessen kann, um den Platz wieder freizukriegen. Das Problem ist nur, ich habe auch für das Vergessen nicht genug Fähigkeitspunkte. Jo. Deswegen müssen wir gucken, wie wir das machen. Also, ich würde sagen, wir werden uns jetzt erstmal zurück auf dem Weg ins Hotel machen. Weil bald können wir ja auch schlafen gehen. Und das sollten wir dann wohl machen. Entschuldigung. Kein Cola getrunken. Ja. Der wird uns nichts zu erzählen haben. Deswegen müssen wir gucken, was wir machen. Gibt es ja auch sonst nicht, mit dem haben wir auch gesprochen. So. Wir haben auch immer das Geheimnis der Tür nicht gelöst. Dann gehe ich da nochmal kurz rein. Trau dich ruhig, ab und zu etwas Schräges zu sagen. Personen mit Macht verzeihen irgendwas. So. Aber hier ist nichts. Da kann ich auch nicht durch. Der habe ich hier gesprochen. Also nochmal gucken, nochmal fragen, vielleicht ist ja irgendwas. Is this about the questions again? Because I don't really know anything. Können Sie mir etwas über die Realität erzählen, in der wir uns befinden? Reality? You mean what reality? Economic reality or? She is like a student unexpectedly called upon by a teacher. Can she answer the classroom question? Ja, erzählen Sie mir von der wirtschaftlichen Realität. I don't really know anything. I mean, I'm 15. 15 ist ein hervorragendes Alter, um etwas über die wirtschaftliche Realität zu erfahren. Yeah, that's why I'm working my ass off in Frit. So I guess, that's economic. Okay. Und was ist mit der materiellen Realität? I don't know. What about it? Wo stehen wir? We're in Frit Nein, ich wollte wissen, wo stehen wir in einem größeren Zusammenhang? as mankind or as a nation or... What will her essay prompt be? Als Menschheit. in a good place. Hier reibt sich das Gesicht. Überlegt. I mean, science is doing great, and this radio computer thing seems to be kinda big. I don't know. Sie zuckt mit den Schultern und schlägt dann die Magazine um. Wie spät ist es? I don't know. Look at the clock. It's right behind you on the wall. Die hängt hinter Ihnen an der Wand. Bin ich auch nicht. The clock shows the time at 10:09. Nee. The hands seem to be still. It's apparent the clock doesn't work. Ah, super. Was ist die Revolution? When ordinary people take over the government and demand democracy. Was ist mit der, die wir hier in Revachol haben? Yeah, it happened 50 years ago or so. Sorry, I'm not very good at this. At history, I mean. Die Koalition, was ist das? Jemand hat mir erzählt, es gäbe eine. Our government? Or do you mean something else?
Sorry, I really need to finish this article. Sie tippt auf das Magazin auf den Tresen. Okay, ich behellige sie nicht weiter mit diesem Unsinn. Cool. Ende. Oh Mann, ey. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof alles. Wieder mal. Scheinbar habe ich irgendwo was übersehen, weil es muss ja irgendwie weitergehen. Und da war er noch zu. Teile die Schäden. Die Kleidung in den Müll geworfen. Ja, da ist ja immer noch Zugang zum Müllcontainer. Ich habe hier die Büros noch nicht gefunden. Ich habe meine Unterlagen auf. Ja, ich kann da nochmal reingucken. Interaktiv. Erlegtes Fallbuch. Interagieren. It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers hanging from the board, with the permeables drawer inside. It's barely held together by a clip, then made complete by the faint smell of urinal cleaner. Bitte erneut die Verlackten. Arson, petty theft, spousal abuse. Handwritten logs on dozens of investigations date back to January 51. Stamped case files, commit to paper. These are your last couple of months in Revachol, Precinct 41, Jamrock Quarter. Ja, das habe ich ja You schon mal don't gemacht. exactly close them, so much as distance yourself from the smelly papers. They're a little further from your nose now. Ich rieche am Fallbuch. The acidic stench of rotting food has rubbed off on the cellulose. It now forms the base of the experience. This base surrounded by a faint air of spoiled meat, the stuff of death itself, and then sprinkled liberally with the citrus zest of toilet cleaner. You know, like the bits they put into public piss bowls, probably called Fermi Discrete, or Axel, or something. At some point in its journey, the ledger has seen the inside of a public toilet. Ich weiß. Sylvie hat mir bereits gesagt, dass ich es in die Toilette gestopft habe. If you knew it was dunked in the toilet before getting chucked into the trash, why are you sniffing it? Ich bin ein Polizist. Das hier ist Polizeiarbeit. Ich folge nur den Hinweisen. Weißt du? Torturing your own nose for no reason is not conducive to case cracking, bud. Sehr langsam eigenartig und feindselig. Tut mir leid, Nase. Lass uns einfach weitermachen. Your nose is somewhere between grateful and resentful. Yeah, guys, I'm stuck. I'm stuck. The worn and beaten wooden planks of the bench do not look overly comforting. We can sit on benches after we've solved the murder. Let's go. You can revisit the bench if you ever need to pass the time when Lieutenant Kitsuragi is gone. Oh, das ist doch nervig. Yes? Ja.
Scheint ein Erotikbuch zu sein. Die Erotik suchst du allerdings vergeblich. Hey, du Witzknoten. Ha, 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 ha. Ah, das waren ja die Ferien drüber. Wo geht's denn hier noch hin? Ha. Ja, hier war ja noch nicht. Aber hier scheint noch nichts zu sein. Hey, warum ruckelst du jetzt so? Was soll denn das? Dein Lieb. Ein einsamer Kormoran blickt aufs Meer. Bei deiner Annäherung bleibt er völlig ungerührt. Okay. Was ist das? This is a wall on the side of an apartment building. Ja. Alles nehmen. Geld und Magnesium. Ah, hier bin ich jetzt. Aha. Ein Gartenschlauch, mit dem ist nichts anzufangen, bis der Schnee schmilzt. It's been a week and now they show up? Komm mit Blick auf den Hinterhof und auf den Lynchmord. Raucher dort oben könnte ein Zeuge sein. Sprich mit ihm. Also, wir gucken, wie ich da hochkomme, Bro. Stühle und Tische, an den Regen und Verfall ihre Spuren hinterlassen haben. Weitere Einschusslöcher in dieser Mauer. Was ist hier? Orange Pennermünze. Und nur so fett. Ein Reaktionsvermögen und eine Rhetorik. Ach, eine Mütze, nicht Münze. Das, bloß eine geschlossene Tür, aber du betrachtest sie misstrauisch. Das ist eine Treppe. Kann ich nicht hin? Ja, das Problem ist, wie komme ich zu dem hin? Da hoch. There must be another way What's into the that noise building. down there? Warum spricht er so komisch? You see a young man on a balcony nursing a cigarette. His eyes have been following you for a while. Not looking for any trouble, officer. Sagt er leise. Trotz der Kälte ist sein Hemd aufgeknöpft. It's the voice of someone who has something to hide, my liege. Verbergen Sie etwas und reden Sie deutlich. Ich bin Polizist. Ich werde Ihnen keinen Ärger machen. Ich will nur wissen, was hier vor sich geht. Zu spät, junger Mann. Der Ärger ist bereits hier. Ich werde Ihnen keinen Ärger machen. Ich will nur wissen, was hier vor sich geht. I don't want to be seen talking to the gendarmerie, if that's okay. I just want to finish my cigarette. Nö. It's the god of cigarettes and youth. Ask him if he's got anything to spare. Don't let him go. This could be your witness. The balcony has a great view of the whole thing. Die Gendarmerie muss tatsächlich unbedingt mit Ihnen reden, Is it really that important? fragt er und bringt sein Hemd in Ordnung. Like a nervous cat, he keeps stealing looks at the neighboring windows. All right, but make it quick. Once I finish this cigarette, I have to run. Verraten Sie mir Ihren Namen? My name? My name is Martin Martinez. Ja, genau. Mein Name ist That's Peter definitely Petersdom. not his real name. Sie heißen nicht wirklich Martin Martinez, oder? No, of course not.
Could you please lower your voice? Prüfend sieht er über den Hof. Dort ist es still wie auf dem Grund eines Brunnens. Jedes Geräusch wird von einem Echo zurückgeworfen. Sie haben einen guten Ausblick über den Hof von Whirling. Können Sie mir etwas über die Erhängung sagen? I'd even go so far as to say that the view is a little too good, my dear gendarme. Do you have an estimate of when the body will be taken away? Wenn es soweit ist, würde ich sagen. We will remove the body as soon as possible. Now tell us, where were you last Sunday? Oh. You already asked me that, didn't you? Wait, is someone else investigating the lynching? Waren Sie das? Ich sehe kümmern. No, not you two. Some more muscular type. And when did you speak to this more muscular gentleman? Der Lieutenant nimmt sein kleines blaues Notizbuch heraus und schreibt etwas auf. Last week? I don't know. Look. Er betrachtet wieder eingehend den Hof. Der Regen prasselt auf die Fensterbretter und toten Hauspflanzen nieder. Jetzt nützt er ihnen nichts mehr. It'll take more than rain to bring this place back to life. You didn't answer the question. What were you doing last Sunday? I had a friend over. Aha, was für ein Freund. It was my Sunday friend. Okay. A Sunday friend. How intriguing. Wie heißt Ihr Freund richtig? Hat er etwas gesehen? He doesn't reply, gesturing no with his cigarette. Under the dull and darkening sky, the neighboring windows stand silent. Na schön, wir reden später. No. We won't. Na, er zieht ein letztes Mal an seiner Zigarette und drückt sie dann auf den Balkon aus. Now, if you'll excuse me, I really need to get going. Du überzeugst ihn zu bleiben. Time to bring out your secret charm. Tears and begging. Show him your emotional side. Throw yourself before his very feet like a dog. Sollen Sie von mir muss ich verheulen? Ja? Gehen Sie nicht, hör auf zu trinken, ich bringe den Müll raus, aber bitte lassen Sie mich nicht allein. Wollen Sie von mir, muss ich etwa heulen? Ja? No, for God's sake, I don't want you to cry. Er macht einen Schritt zurück und zieht sich um. Er ist offensichtlich verstört. Listen, I really have to go. Good luck with the investigation. Aha. Du Penner. He's gone. Der Lieutenant steckt sein Notizbuch weg und zieht sich an. Wir sollten ihm hinterherlaufen und herausfinden, wo er hin ist. No point in running. Tenements like these often have multiple exits. If he doesn't want to talk to us, then he'll know how to hide himself. Also geben wir einfach auf. He could be a witness. Him or his Sunday friend. Either way, we need to look into that muscular type who's asking about our case. Ja, wer das wohl ist. There has to be a way of getting inside the building. Once we've found a way in, we can ask around for his apartment. Super, machen wir das. Neuer Auftrag, der Raucher auf dem Balkon. Auf dem Balkon des Wohngebäudes im Norden von Martinez stand ein geheimnisvoller Fremder und rauchte. Er weiß etwas über den Mord. Finde heraus, wo er lebt und befrage ihn erneut. Gelange irgendwie in das große Wohngebäude im Norden. Okay. Kleidung habe ich auch neu. Ja, kann ich einfach auch mal aufsetzen machen. Hihi. Ah, Moment. A stone, like any other, lying in a whirl of sleet and mud. Maybe there's something under it. Ich drehe den Stein um. There's a key beneath it, rusty from the night. This must be for the front door. Pity it doesn't have the apartment number on it. This building has hundreds of apartments. Wie finden wir nur die richtige? We'll just have to go in and see.
Ich leg den Stein wieder hin. Yay! Räumungsbescheide und verschwundene Haustiere stapeln sich übereinander. Was? Die Kiste befinden sich Reinigungschemikalien, riecht nach Waschmittel. Alles nehmen, was ist das? Klappbrille der Buchprüfer, Logik und Autorität. Zack. Alte Schuhregal, Stiefeltouren, schon alte Pantoffeln. Die Schuhe haben 3 unterschiedliche Größen. Ja, das heißt wohl, dass da jemand mehrere wohnen. Wohnung 12, wenn dann dringend ein lautes Grollen und Schnarchen. Hey, nicht wieder zumachen. Dunkel ist das hier. Duschvorhang ist mit einer Art Schleim verklebt. 42 Cent. Hier, Magnesium. Ah, guck mal, da war Red. Moos überwuchert bitte, Badezimmer fließen. Echtes Moos. Werkzeug. Okay. So. Ja, das ist doch aber schon mal nicht schlecht. Man hat einen fünfzackigen Stern an die Wand gemalt. Ein Cent. Zack. Aha. Postkarte Boogie Street. Tür von Wohnung 9 ist abgeschlossen. You hear someone walking around inside, rearranging the furniture. The number on the panel says 10. Ich klopfe. The walking stops abruptly, but no one comes to the door. Klopfe erneut. A poor communard, from the looks of it. The room is barely bigger than a closet. Wer ist da? Fragt einer. Ist die Polizei? Öffnen Sie die Tür. Do I have to open the door? Wieder höre ich das Klacken von Absätzen, als die Person auf der anderen Seite bis zur Tür kommt. Ihre Stimme hat nun einen abwehrenden Tonfall. Do you have a warrant? I'm not obligated to open the door if you don't have a warrant. Let's go. We don't have a reason to get inside that apartment. Okay. It's generally easier to do things if you have literally any reason. Oh. Cent. Ui, hier gibt es richtig Kohle. Wenn das so weitergeht, dann kann ich hier noch meine Schulden bald bezahlen. Wohnung 8, der Briefkasten quillt über. Eine Graffito-Reiche von Erschießungskommando. Okay, vielleicht schaffen wir die jetzt noch zu befragen, wenn das nicht zu lange dauert. Give me a moment.
Eine ältere Frau stützt sich auf ihren Besen. Ihre Fingerknöchel sind weiß wie Schnee. Sie scheint Atemprobleme zu haben. The cold never does any good for my bronchitis. Sagt sie und niest in ein schmutziges Taschentuch. Alles in Ordnung. Soll ich einen Arzt rufen? I'm fine. Fine. Don't you worry about me. Sie beginnt zu husten und auf ihren Wangen bilden sich rote Flecken. Now, what do you want from me, policeman? She's the cleaning lady. She knows the floor plan and the residence. Wer sind Sie? I'm no one. Just an old woman who cleans these hallways. Wohnen Sie hier? If you can call it living. I have a little room upstairs right next to the coal room. It's barely bigger than a closet, but I don't complain, no. I have my bed and my aching bones to keep me company, and that's all I need from this world. Okay. She hasn't spoken to anyone for a while. Even her sentences feel rusty. Ich suche nach einem jungen Mann, Mitte 20, dunkles Haar, dünn. Er raucht auf dem Balkon. Yes, yes, I know who you mean. The scrawny boy who's always smoking like the devil, right? Sie blickt zum anderen Ende des Ganges. Somewhere in the building, a child starts crying. You hear a radio tuned to a talk show and someone taking a shower. What's he in trouble for? Er ist nicht in Schwierigkeiten. Ich möchte mich nur mit ihm unterhalten. Wissen Sie, wo er wohnt? Talk? Die Putzfrau bricht in Lachen aus, bekommt dann jedoch einen schweren Hustenanfall. Sie klammert sich fest an ihren Besen und versucht zu Atem zu kommen. What was so funny about that? Oh. He lives upstairs in room 28. Go to the balcony. It's one of those doors there. He's usually home in the evening. Nice! Thank you. We should go check out his apartment on the balcony. See if he's home. Ich habe einige Fragen zu diesen Wohnungen. Ask away, policeman. Wer lebt in Wohnung 10? No one lives there. It's been empty for months. Aber ich habe durch die Tür mit jemandem gesprochen. Impossible. I would know if someone had moved in there. Sie hält in und blickt den Gang hinunter. Maybe it's those countercultural people again. Breaking into a house like it's a public space. You're a policeman. Be good and take a look, will you? Natürlich, ich gehe der Sache auf den Grund. Great. Young people. They're worse than rats. You know, always littering the hallways with trinkets and empty beer cans. Ist einer der Bewohner im Urlaub? Der Briefkasten einer Wohnung quillt über. People come and go. I don't keep an eye on everyone. Ich dachte schon. They probably just moved or died. Hopefully somewhere else. Das war alles. Danke. She mumbles some kind of a response, then hacks something into her handkerchief. Danke, ich verabschiede mich. Ja, Wohnung 28 und hier. Laut Putzfrau sollte die Wohnung endlich leer stehen, aber sie ist definitiv bewohnt. Könnten Anhänger der Gegenkultur darin hausen? Geht der Sache auf den Grund und berichtet an der Putzfrau im Flur des Funkhauses von deinen Erkenntnissen. Ei. Jetzt gucken wir aber erstmal hier, was es hier noch gibt. Da geht's auch zum Balkon. Auf einem Zettel steht Zwangsvollstreckung durch Martinez Immobilien und Partner. Wellen, die in der Dunkelheit brechen. Man hat die Wand eingerissen. Tisch liegen alte Einkaufslisten und Checks. What happened here? Eine Wohnung, deren Wand ein Loch klafft, kann man nicht zwangsvollstrecken. It will still be accessible through the apartment next to it. That one didn't have a door. Sadly, nothing of great value remains here. Außer dem Zeug im Kühlschrank. Indeed.
Was gibt's denn hier? Nosafett und 20 Cent. Jo, nehmen wir das doch. Alles klar. Schön, schön, schön. Sehr schön. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schnappen wir uns dann den Raucher, den rauchenden Typen. Und ja, sind ja gut heute weitergekommen. Endlich mal ein bisschen was passiert, weitergefunden. Sehr schön. Jo, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und ein Abo wäre auch nice. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt sicher, bleibt gesund. Bye bye, euer Toby.